kann ich mir was über die Tour erzählen. Das sind nämlich heute, was? 370 Kilometer fahren wir heute, ne? 370 Kilometer, die kurze Tour heute, oder? Ne, 400 ist ein bisschen viel, oder? Ja, hört sich nicht so viel an, aber am Ende wird es dann doch noch viel, ne? Ja, vor allem die Schleife ist halt irgendwo mittendrin geplant. Insofern, lass mal 370 machen, das reicht. Also 370 Kilometer durch die südlichen Vogesen, heute in die andere Richtung. Jetzt ein Gegenuhrzeigersinn. Einmal querbeet. Die gleichen Strecken, die wir gestern gefahren sind. It's like a cage wrapped around my brain. You seem to have the key, sucked away, but made escapes. Walk away, say you've had enough, alright. So staring through the window. Ballon Alsace gerade hochgefahren. Hochgeschnellt quasi. Ja, das kriegen wir gerade hin. Was hättest du gern? Kaffee? Cappuccino und Wasser. Kühles Blondes. Alles klar. Also, Cappuccino. Ja, aber nicht gesagt 26? Ja, 26. Ja, aber heute habe ich aber die Lampe, glaube ich, schnell an. Wir waren ja auch wieder zurück, wir müssen mehr fahren. Dann trinken wir weniger. Aber es stimmt eigentlich auch, bleiben wir länger wach und trinken wir noch. Das ist das Schlimme. Das ist der Unterschied. Deswegen besser um 10 Uhr ankommen, dann nur 2, 3 Bier trinken. Zum Wohle. Zum Wohl. Der letzte Tag in den südlichen Vogesen ist heute um. Wir sind jetzt zurück im Hotel, waren heute recht schnell unterwegs, wir haben wenig Pausen gemacht, sind viel gefahren und morgen ist dann der letzte Tag. Wir fahren durch die nördlichen Vogesen und dann zurück nach Deutschland rein, also ein bisschen weiter nördlich, damit wir es dann am Ende für den Heimreisetag nicht so weit haben. Ja, aber morgen wird quasi der letzte offizielle Fahrtag für uns werden und dann ist die kurze Tour zu Ende. Es ging dann doch irgendwie wieder schneller, als man denkt. Die ersten paar Tage ist alles noch gut und wenn man so die Mitte überschritten hat, dann ist die Zeit irgendwie schnell vergangen. Ja, hat Spaß gemacht, ist trocken geblieben heute. Es war von der Vorhersage ja nicht ganz abzusehen, ob wir dann
neben dem Schwarzwald nicht in den Vogesen auch noch ein bisschen Regen haben werden. Aber wir hatten Glück und die Temperaturen waren perfekt. Irgendwas zwischen 17 und 20 Grad heute. Weniger Sonne als gestern. Ja, ein bedeckter Himmel. Aber fürs Fahren war es perfekt. Und dadurch, dass heute Montag war auch nicht so richtig viel los. Gestern waren ja noch viele Motorradfahrer, die wahrscheinlich die Wochenendurlauber unterwegs. Und heute hatten wir die Straßen fast für uns allein. Das ist natürlich eigentlich ein bisschen interessanter. Kann man gut fahren. Muss ich auch keine Sorgen machen, dass da irgendwo an jeder Ecke die Polizei steht und einer rauszieht. Wir haben gestern Polizisten gesehen. Die standen am Wald mit einer Radarkanone. Zum Glück sind wir an der Stelle gerade mal langsam gefahren. Aber an anderen Stellen wäre es wahrscheinlich teuer geworden. Ja, insofern ist gut. Hier ist wenig los. So muss das sein. Wir sind super. Ja, wir sind im Prinzip heute die gleiche Tour wie gestern gefahren. Nur, dass wir komplett andersrum gefahren sind. Es ist ja oft so, wenn man auf Tour geht, dass man die Pässe nur in eine Richtung fährt. Obwohl die andere Seite vielleicht mindestens genauso spannend ist. Und die südlichen Vogesen lassen sich fast komplett in einem Tag fahren. So dass wir die zweite Tour einfach in die entgegengesetzte Richtung gemacht haben. Und das war gut. Ich kannte das ja schon vom letzten Jahr. Und das ist ungefähr 90% der Strecken, die ich letztes Jahr schon gefahren bin. Bisschen kürzer. Wir sind, glaube ich, heute 370, 380 Kilometer gefahren. Ich bin, glaube ich, im September um die 500 gefahren pro Tag. Also ein bisschen mehr. Ja, weil ich auch keine großen Pausen gemacht habe letztendlich. Dann kann man auch ein bisschen mehr fahren. Ja, also gleich gibt's Essen. Und dann rütteln wir unsere Sachen zusammen. Und dann geht's morgen wieder mit vollem Gepäck auf Tour und zurück nach Deutschland.